Jo, hi, zurück zu Vampyr. Wir sind immer noch hier im Unterschlupf auf der Suche nach dem Mörder, beziehungsweise scheinbar ja auch der ursprüngliche Vampir, der uns hier irgendwie gekillt hat, also infiziert hat. Wir wollen der Blutspur folgen. So, die ging eigentlich hier. Oh, da sind jetzt neue Leute. Ich dachte, die hätten wir alle gechillt. Da kommen immer mehr. Oder ein oder zwei, drei sogar. Okay, so, ich weiß nicht, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, locked, ne? all right. It's locked. Okay, also gehen wir hier rüber. In der Hoffnung, dass das hier die Blutspur ist. Und wir all das finden werden, was wir suchen. Ist überall blutig hier, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hey, da geht's lang. I cannot enter. Ja, ist schon klar. Fresh blood. Oh. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Wow. What the fish ist hier los? Das ist wie ein Schlachthaus. Dear God, not again. William, please stop. Just a sip, I promise. Sense. Alter. Dearest friend, you're my last. Wie rüste ich die aus? Tap, tap, tap. Alter, so, zweihändig haben wir da. Und, My last and dearest friend. William, my arm. alles verpasst, wie es geht. Feel it. Wie rüste ich das aus? Scheiße. Will, please, let go of me. Oh, so nicht. Und auch nicht so laut sein, bitte. Lass mich nochmal gucken. Irgendwas habe ich verpasst. So. Zweihändig. Oh, 106 Schaden. Okay, wenn ich es jetzt noch ausgerüstet kriege, dann ist das natürlich cool. Tja. Ich weiß es nicht. This place reeks of bloodshed. My only friend. I know your heart, William. Alas, you must give me permission to leave. I'll not betray your trust. Is this first, you see? This creature is bedeviled. I must put it down. Wow. Ja, okay. Oh. Bis eben lief es noch ganz gut. Ja, ist ja gut. So, kaputt. Abgenutzter Knüppel. Was ist los mit dir? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. Oh, I oh, must Vorsicht. return to my flock. They'll stray without me. Alter. Genau. Glück gehabt. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Oh, okay. Schwupp, weg.
By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay. Vielleicht wartet er auf mich. Alter, ziemlich bloody hier. This poor creature can't be my maker. Could it be some species of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ja, machen wir gleich. Erstmal nochmal hier ein bisschen rumgucken, weil ich brauche auch ein Material. Ja, ich kann jetzt leider ein paar Sachen kaputt hauen. Achso, okay. Vielleicht noch Sachen finden. Hier vielleicht zum Beispiel das Geld mitnehmen. Ich habe nichts zu verschenken. Aber so finden tut man nichts, ne? Kann viel kaputt hauen. Glaube ich zumindest mal. So, Feuerchen. Jede Menge Blut, 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 Blut. Hilft uns alles nicht. Mom ist da oben hin entschwunden. Komme ich aber so jetzt nicht rauf. Und ich muss mit dem Doc mitfahren, ne? Würde ich mal sagen. Boah, alles ziemlich bloody. Okay, komm, fahren wir mit, oder? Dr. Swansea fährt gern auf dem Boot. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. For London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right.
Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. Sehr gut. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Ja, das wäre mal nice. Ein paar coole Klamotten. Ja, klar, machen wir. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Yep. Glaube ich auch. Ab ins Krankenhaus. Ich will immer neue Klamotten, Digga. Pembroke Hospital, okay. Sieht nicht so ganz fresh aus. Mal gucken. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Das ist nicht so Pembroke, einfach, it's aber not wir haben what neue we Klamotten, have, das ist nice. but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Man hat ne Blutspezialist und ist Vampir. Das wird natürlich nicht einfach. Den ganzen Tag saufen wollen. It's locked, all right. Ja, auf zum Krankenhaus. Klar, Moment. Tap, tap, tap. Sprechen wir mit denen hier? I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Ja, okay. Ist ja gut. Oh, was ist hier los? Oh, darf ich da nicht hin? Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Okay, das heißt, ich muss mir die reinziehen. Man weiß es nicht. Ich gehe mal hin. Gosh, that hurts. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Oh, you ass. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Okay, Qualität des Bluts, pipapo.
das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen. Ja? Okay, alles klar. Deine Bannstufe muss genauso hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke Left-Button, um Clay in deinen Bann zu ziehen. So, 1-1. Okay, verstehe. Okay. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance. Okay, der Spur, Pipapo, Spur in den Schatten. Ist ja natürlich nice, ne? So, yummy. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Okay, ist natürlich nicht so nett, aber muss man ja mal gemacht haben. Ich habe jetzt richtig verstanden, dass ich jetzt hier so ein Beil und sowas aufgenommen habe. Lass mich kurz mal gucken. Schwede, wir haben jetzt so ein Beil. 72 Schaden, 65 und was kann das hier? 64. Ich meine, dann wollen wir das doch mal equippen, ne? So, die kann ich jetzt durchcyclen oder was? Also, hätte ich jetzt gedacht. So, die kann ich durchcyclen oder die nicht, oder was? Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal durchlesen, wie man das Spiel steuert. Voll die Anfängerschatze, Mann. Okay, Teil des Griffs. Ich will noch mal kurz im Inventory, kann ich doch sicherlich sagen. Achso, Moment mal. Ah, hier, okay. Ja, so geht das natürlich. Okay, so. Und da hatten wir nur... Ja, ist in Ordnung. Das brauchen wir auch. Das war die unten hier Sera. Da haben wir noch gar nichts. Müssen wir herstellen, denke ich mal. So. Okay, alles klar. Dann brauchen wir hier da Fähigkeiten. Wir haben nur die 2 im Moment. Dementsprechend läuft da Stufe 4, Band Stufe 1. Verstehe ich alles jetzt mittlerweile. So, und hier unten steht, wie wir drauf sind. Alles klar. Wir haben 1000 Points da oben. Okay. Verstehe jetzt langsam, wie es so geht. Aber ist noch nicht perfekt. So, jetzt haben wir hier... Was ist denn das hier? Man kann dann hier auch weitergehen. Ja, da kommt ja schon wieder. To embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Wann auch immer das eintritt, das habe ich noch nicht verstanden. Jetzt da hinten hinlaufe und dann so einen Schatten habe. Denke ich mal, darum geht's, ne? Dann entsteht das oder wenn ich unterzuckert bin. Ich weiß es nicht. So, wir gucken jetzt mal weiter. Habe ich noch nicht so richtig geblickt. Aber das hier sieht jetzt schon mal nach ein bisschen Hospital aus. Da geht's Ryan wahrscheinlich, aber ich gucke trotzdem hier nochmal lang. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay, die sind hier alle schön versorgt. Da geht's wahrscheinlich rein. Okay. Bevor wir reingehen, schauen wir uns hier erst einmal um. Da ist auch noch Regen. Okay, schlaft ihr alle gut? Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Okay, alles ganz nice. Und da wäre die Treppe, wo wir vorhin vom Boot runtergekommen sind, ne? Oder raufgekommen wären. Ich guck mal hier hinten nochmal, weil das scheint abgeschlossen zu sein, oder? Oder geht es hier auch einfach mal unendlich weiter? Oh, geht schon weiter, ne? Shitty. Ich muss aber ins Hospital. Guck mal hier, ey. Du kannst alles Scowl voices in the garden. I should investigate. Nicht jetzt. If Ja, they were to later. find somebody.
Ja, lass mal later machen. So, jetzt gucken wir hier an. Hier schönes Flupp. Bleiben Sie zu Hause. Okay, ich gehe einfach mal rein, oder? Warte. So, Mom steht da vorm Haus. Vielleicht können wir mit der erst noch mal sprechen. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Das ging schnell. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you. Das ist natürlich nett. Qualität 2000, da müssen wir natürlich noch ein bisschen tunen. Okay. Ich habe zwar noch nicht gerafft, was das alles bringen wird. Ah, okay. Jetzt haben wir oben unterschiedliche... Ah, ja. Hospital. Und den habe ich schon ausgeschlürft. Na gut, das hätte ich mal wissen sollen. Egal. Ich habe da mal eine Frage. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Naja, wir hatten nicht so viel, naja. Ja, so sagen wir es mal. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Okay, das reicht, würde ich sagen. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Left after the stairs, das finden wir. Thank you, Nurse Crane. Okay, lass uns hier mal gucken. Krankenhaus ist voll, yep, ist wohl klar. Wollen wir, bevor wir reingehen, hier vielleicht nochmal... Ich bin ja da hinten nicht rumgelaufen, aber ich bin halt immer am Sammeln dran. Achso, ich kann hier auch rein. Okay. Wartezimmer leer, weil voll, ne? Die Hütte ist voll. Ja, Krankenhaus ist voll. Okay, ich laufe trotzdem einmal rum, um mal hier zu checken, was Sache ist. Boah, okay. Geht's gut? Okay, da kommt Nurse Crane, oder wie sie heißt, kommt da hinten schon angelaufen. Das heißt, es gibt hier 20 Stück davon. Okay, mit ihm können wir jetzt halt reden. Er ist der Kranke, den wir gebracht haben, oder ein anderer? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones.
Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Okay, wir müssen halt erst die anderen mal fragen, ne, was Sache ist, weil... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Okay, ich guck mal kurz da, weil... Naja, sehr schön. Und er ist Doktor? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And Danke. you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Sehr gut. Sag mal, was ist denn mit dem da hinten los? Ach, shitty, okay. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Okay. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. Natürlich. I am honored to have the opportunity to work by your side. Okay. Schmeicheleien bringen nichts, ist natürlich blöd, aber... Okay. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Ja, dann sollten wir es auch mal machen. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Verstehe. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Verstehe. Kann man jetzt persönlich noch was Hinweis benötigt? Erzähl mir von sich. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father.
Ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. Ihr Leben in London? Nö. Hinweis benötigt. Haben wir alles. Tell me more about your will. Harvey, what is it you've written? Fair question. Nö, das mache ich nicht. Das sitzen ja unter Druck. Goodbye, Dr. Okay. Strickland. Mach Idiot. So, und das gilt wohl auch. Wir wollen erstmal in unser Zimmer, glaube ich, ne? Wo wir mit den ganzen anderen quatschen. 2. Stock. Hallo. So, wenn das hier jetzt der Haupteingang ist, dann ist das da in die Treppe. Und boah, hier gibt es so schöne Sachen anzuschauen. Was haben wir hier? Ja, das glaube ich, dass die jetzt gebraucht werden. Wir gehen aber mal schön die Treppe hoch. Und dann hat sie gesagt, links letzter Raum, ne? Steht denn hier dran? Swansea, okay. Wow. Krass. Ich sag's ganz ehrlich, ich laufe mal kurz hier rum. Links letzter Raum, hat sie gesagt. Also das ist es nicht. I cannot enter. Genau. Und 2. Stock hat sie auch gesagt. Wer weiß, ob 2. Stock der 2. Stock ist oder ob 2. Stock eigentlich der 1. ist. Was steht denn hier dran? Second Floor, ja. Warum kann ich da hier rein? Andere Seite Second Floor oder was? Tap, tap, tap. Ist da drüben noch eine Treppe? Ja, ne? Second Floor komplett zu. Danke. Okay, so wird's nix. Not now. Ja, war klar. Okay, ein andermal. Wer weiß, was er da drin macht. Okay, also hier geht's nicht hoch. Ist jetzt blöd. Ein bisschen rumlaufen. Da würde es wieder rausgehen wahrscheinlich, ne? Siehste? Öffentliche Bekanntmachung. Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit. Das machen wir. So, wir gucken mal, aber blöd rumlaufen bringt natürlich nichts. Also, wenn ich vorne bei ihr stand, hat sie doch gesagt, 2. bla 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 und dann links rauf. Warum finde ich das nicht? Dr. 1000 Swansea kranke is Leute. right. This place seems perfect to conduct my research. Ja, da glaube ich auch. So, ich weiß nicht, ob das jetzt hier vorne war. Was ist das noch für ein Ding? Die Stadt braucht sie. Okay, ich will helfen. So, also finde ein Büro. Dein Büro im 1. Stock, geht im 2. Und was soll das denn? Okay, im 1. Stock. Links habe ich gedacht. Und dann der letzte freie Raum, hat sie gesagt. So, da nicht die Treppe rauf. Was soll das denn sein? Also links. Verstehe ich. Dann ist es hier ganz da hinten irgendwo. Vielleicht ist aber hier. Schauen wir erstmal rein, weil es hier noch Sachen mitzunehmen gibt. Was wir jetzt finden, kann man uns nicht mehr wegnehmen. Was haben wir hier? Patentakte, alter Verwalter, ey, was wir hier alles finden. So, und das ist doch dann unser Raum hier. Was steht denn da? Okay. Dann ist das hier unser Raum. Ja, Dr. Reed, alles klar, rein da. This must be the place. Flop. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das ist gut. Okay, apropos Sleeping, ne? Mehr beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.